Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das DoCycles LT2S und ich erspare euch, dass ich das auf Französisch ausspreche. Auf jeden Fall ist es das erste Longtail Cargo Bike des eigentlichen Long John Spezialisten. Und wenn ein Hersteller etwas für Sie so völlig Neues rausbringt, dann müssen wir uns das mal angucken. Am 12.12.2012 präsentierte der französische Designer Thomas sein erstes Cargo-Bike der Öffentlichkeit. Und 2 Jahre später, 2014, gründeten er und 3 weitere Freunde die Firma DoCycles. DoC heißt 12 auf Französisch und bezieht sich natürlich auf dieses erste Datum, den 12.12.2012, quasi die Geburtsstunde der DoCycles. Über die Jahre entstanden verschiedene Modelle, die ihr auch alle in einem Video von der Eurobike 2019 euch einmal angucken könnt, das ich jetzt mal hier oben und da unten verlinke. Auf jeden Fall hatten diese Cargo-Bikes immer 2 Dinge gemein. Erstens diese Seilzuglenkung, die so innovativ war, dass sie mittlerweile auch in vielen anderen Cargo-Bikes verbaut wird, und der Fakt, dass es immer Long Johns waren. Und das ändert sich mit diesem Cargo-Bike. Denn das hier ist das LT, das Longtail. Und das gibt es in 4 verschiedenen Varianten. Einmal das LT ohne Motor, das LT1 mit einem Hecknabenmotor, das LT2B mit einem Bafang-Mittelmotor und dieses hier, das LT2S mit einem Shimano-Mittelmotor. Und das gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Zuerst gehen wir auf die Daten und Fakten ein, dann zeige ich euch die ganzen coolen Details und Features und wir gehen natürlich auch auf die Ladeflächen bzw. auf die Gepäckträger ein und dann werden wir eine Runde damit drehen. Aber dadurch, dass ich das Rad über mehrere Wochen werde fahren können, gibt es noch ein zweites Video, wo wir dann unsere Erfahrungen aus dem Alltag als Familie ohne Auto einmal teilen können. Also abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und kleiner Tipp, dieses Video wird auch durch Werbung finanziert. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr die Werbepausen nutzt und einmal einen Kommentar schreibt, was euch an diesem Rad gefällt, was ihr bisher gesehen habt, und einen Daumen nach oben gebt, damit das Video wirklich möglichst vielen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank und wir gehen jetzt auf die Daten und Fakten ein. Das DoC LT heißt natürlich nicht aus Zufall so, sondern LT steht natürlich für Longtail. Das heißt, es sieht aus wie ein normales Fahrrad, hat aber hinten einen langen Gepäckträger. Das Leergewicht des Fahrrads hier in dieser Ausstattung ist 38 Kilogramm. Der Sattel darf mit 100 Kilogramm belastet werden und insgesamt darf das Rad 198 Kilogramm zuladen. Das LT hat eine Gesamtlänge von 2,5 Meter, was auch durch die 24 Zoll Laufräder erreicht wird, die mit Schwalbe Big Ben Reifen bestückt sind. Der Motor des LT2S ist ein Shimano EP8 Cargo Motor. Das ist ein 250 Watt Motor mit 85 Newtonmeter Drehmoment. Die Kraftübertragung übernimmt eine Kette, die dann auf eine Shimano Deore 10-fach Kettenschaltung trifft, mit 42 Zähnen am Kettenblatt und einer 11 bis 42 Zähne Kassette. Das System wird von einer 504 Wattstunden Batterie mit Energie versorgt und für die Bedienung steht ein E5000 Display parat. Für die Verzögerung sorgen Formula Cura hydraulische Scheibenbremsen mit 180 mm Scheiben vorne und hinten. Scheinwerfer und Rücklicht kommen von Busch & Müller und die Klingel ist eine Knock-Oi. Gucken wir uns jetzt mal die Sitzgeometrie des LT an. Zuerst mal kann man sehen, das Rad ist relativ niedrig. Die Länge des Sitzrohres ist nur 49 cm und die minimale Sattelhöhe in diesem Fall nur 59 cm. Und durch diese sehr lange Sattelstütze mit 400 mm Länge bekommt man den Sattel, der ist mal hier in diese Höhe, bis auf 83 cm ausgezogen. Also auch große Menschen können hier von der Sitzhöhe einfach mit dem LT fahren. Wir stellen jetzt mal auf meine Sitzhöhe, die sogar etwas niedriger ist mit 1,96 m. So. Der Durchstieg ist relativ niedrig hier mit 51 cm. Das heißt, wenn hier hinten Kinder drauf sitzen oder ein Kindersitz montiert ist, dann muss man nicht hier irgendwie drüber steigen oder sich verrenken, sondern man kommt relativ einfach hier drüber gestiegen. Wenn ich mich dann jetzt hier drauf setze, so, dann ist das eine gemütliche Fahrposition für mich. Der Reach ist relativ kurz. Von der Sattelmitte hier bis zu der Mitte des Steuerrohrs sind es 62 cm. Also relativ wenig Abstand. Und was auch auffällt hier bei der Geometrie, dass der Winkel, der Lenkwinkel sehr flach ist. Das heißt, man sollte eine relativ entspannte Fahrt haben nachher.
aber das sehen wir dann im Fahreindruck. Was man hier jetzt auch sehen kann, in meiner Größe sitze ich doch relativ stark nach vorne gebeugt und sitze doch relativ kurz. Wenn Menschen kleiner sind, die darauf sitzen wollen, dann haben sie allerdings eine sehr entspannte und aufrechte Sitzposition. Ja, das ist so die Geometrie des Deuce LT. Und jetzt gehen wir mal auf die Details und Features ein. Und wir starten mit dem grundlegenden Design des LT. Wir haben hier erstmal ein klassisches Long-Tail-Prinzip mit dem langen Gepäckträger und diesem Frontgepäckträger. Aber was halt auch entscheidend ist bei dem Design, ist die Wahl der Reifengröße. Mit 24 Zoll ist es so ein Mittelding zwischen 26 und 20 Zoll, ist nicht besonders groß. Das hilft natürlich dabei, dass der Schwerpunkt hinten möglichst tief ist und auch hier vorne ein großer Abstand zwischen Lenker und diesem Gepäckträger besteht, damit man da eben auch sinnvoll Sachen drauf verstauen kann. Aber trotzdem ist es nicht zu klein, dass es sich immer noch fahrradähnlich fahren sollte. Ein Detail, was mir aufgefallen ist, sind diese Schutzbleche. Die sind nämlich aus Metall und nicht aus einfachem Kunststoff. Das heißt, die sollten sehr langlebig sein und sie passen natürlich optisch auch sehr gut zu diesem Fahrrad. Und dadurch, dass sie auch aus Metall sind, kommen sie hier mit einer einzigen Strebe aus. Das finde ich auch sehr schick. Ein weiteres Detail, was mir aufgefallen ist, ist die Verarbeitung dieses Rahmens hier und die Konstruktion. Denn hier haben wir natürlich erstmal dicke Aluminiumrohre, die dann aber mit schönen Schweißnähten hier miteinander verbunden sind. Und auch hier ein dickes Steuerrohr, um natürlich auch vorne möglichst viel Stabilität zu gewährleisten. Dann gehen alle Leitungen hier an dieser Stelle in den Rahmen rein und kommen auch an keiner Stelle sichtbar wieder raus. Das finde ich auch sehr schick und lässt das Rad nochmal eine ganze Ecke aufgeräumter wirken. Und was ich auch noch sehr schön finde, ist die Konstruktion dieser Gabel. Die haben sie echt schön gemacht. Ist erstmal sehr breit, also auch dicke Reifen passen hier ganz einfach rein. Und dann kommt die hier oben ohne irgendwelche Schweißnähte aus, sondern scheint aus einem einzigen Stück geformt zu sein. Das finde ich sehr schick. Ein weiteres Detail, was mir aufgefallen ist, ist die Konstruktion des Ständers. Denn hier kommt der Ständer komplett ohne zusätzliches Führungsröllchen für den Kettentrieb aus. Das haben wir auch selten bei Longtails, aber hier hat Deuce halt diesen Ständer komplett selbst entwickelt für ihr eigenes Longtail Cargo Bike. Er lässt sich einfach bedienen, fährt sehr sanft nach oben und auch nach unten. Das ist von oben natürlich noch ein bisschen leichter und fügt sich halt ins Gesamtdesign auch konstruktiv sehr schön ein. Aber das Herzstück eines jeden Longtails ist natürlich der Gepäckträger, beziehungsweise in diesem Falle sogar die Gepäckträger, denn hier gibt es zwei. Und wir starten mal mit dem vorderen. Der vordere Gepäckträger ist hier fest mit dem Rahmen des Deuce LT verschraubt und darf mit 18 Kilogramm belastet werden. Die Breite ist 40 cm hier auf der Innenseite und die Länge ist etwa 35 cm. Das heißt, passend für Boxen im Eurobox-Maß. Hier ist das Ganze so ein bisschen geschwungen, sodass auch Dinge nicht einfach rausfallen. Und man kann hier auch alle möglichen Sachen ganz gut verzurren. Also die Konstruktion, die gefällt mir ganz gut. Man kann die Taschen der Kinder hier ganz einfach reinschmeißen und auch andere Taschen, wie zum Beispiel meine Fototasche, passt hier ganz einfach rauf. Aber die Party spielt natürlich erst so richtig hier hinten bei dem Longtail Gepäckträger. Und damit wir den richtig sehen können, bauen wir erstmal hier die Tasche ab. Bei Longtails gibt es verschiedene Konstruktionsphilosophien beim hinteren Gepäckträger. Einmal die in den Rahmen fest integrierten und dann so wie hier aufgesetzte Gepäckträger. Das heißt, wir haben hier das Rahmenteil, das hintere Rahmendreieck, das hier natürlich durch das Longtail-Prinzip relativ lang ist, das hier runtergeht und der Gepäckträger sitzt dann an mehreren Punkten auf diesem Rahmenteil auf und der wirkt sehr, sehr stabil. Erstmal haben wir hier so eine Verschalung direkt in dem Rahmendreieck noch drin, wodurch halt Dinge nicht an das Hinterrad gelangen können. Und auch der Gepäckträger selbst ist dann hier mit dieser Wabenoptik ausgestattet, mit diesem Wabengitter und dem Deuce-Logo. Das sieht, finde ich, sehr schick aus und sorgt natürlich auch dann wieder dafür, dass die Beine der Kinder zum Beispiel oder das, was man hier hinten belädt, nicht in die Speichen gerät. Hier bei diesem Rad ist es natürlich ein bisschen Zubehör verbaut. Also dieser Bügel hier und auch die Fußleisten sind bei dem Standardrad nicht mit drin, aber auch schon der Standardgepäckträger lässt sich ganz gut nutzen. Er hat eine Gesamtlänge von 80 cm und gut 70 cm lassen sich davon einfach nutzen. Er darf mit 80 Kilogramm belastet werden, also das ist schon eine ganze Menge. Hier oben ist dann so eine Platte verbaut, die dann auf der einen Seite ziemlich rutschfest ist und dafür sorgt, dass Dinge hier sich einfach drauf stellen lassen. Aber trotzdem sind hier solche Fenster verbaut, um zum Beispiel Thule EasyFit Sitze einfach draufbauen zu lassen. Einer und hier unten drunter ist noch ein zweiter. Aber es ist natürlich auch möglich, ganz einfach hier so einen Hamax-Sitz zu verbauen.
wenn ich das Ding jetzt hinbekomme, genau, der so von den Seiten hier festgreift und dann sitzt auch ein Kind in so einem Kindersitz hier ganz sicher. Größere Kinder können dann hier auf optionalen Sitzpolstern Platz finden. Die sind schön fest gepolstert, die fühlen sich gut an und haben natürlich auch eine kleine französische Flagge hier drin. In der weiteren Konstruktion können wir dann hier noch weitere Anschraubpunkte sehen, hier an den Seiten und auch eine zweite Strebe. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Strebe hier oben und hier eine dünnere Strebe, wo sich dann Packtaschen befestigen lassen, solche, die man einfach abnehmen kann, oder auch die großen von Dus, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Hier unten dann die Fußleisten, die sind richtig schön breit, stabilisieren die Tasche oder auch die Füße der Kinder, die dann hier auf diesen Sitzpolstern sitzen. Und ein Detail, was mir aufgefallen ist, dadurch, dass es hier ein 24 Zoll Rad ist das Schaltwerk natürlich oberhalb dieser Fußleiste. Und um das Schaltwerk in diesem Falle zu schützen, wurde hier so eine kleine Blende noch darüber gebaut. Also da braucht ihr auch keine Sorgen haben, dass das Schaltwerk sich ständig verbiegt, wenn ihr die Taschen hier richtig voll haut. Die optionalen Taschen nehmen hier die komplette Länge des hinteren Gepäckträgers ein und haben einige coole Details, die ich euch jetzt einmal ganz kurz zeige. Auf der einen Seite haben wir hier wieder dieses Wabenmuster, das wir auch an diesem Reifenschutz wiederfinden und dann hier groß das Dus Cycles Logo und auch hier wieder ein kleines französisches Fleckchen. Dann haben wir hier einen Griff, falls wir diese Tasche abnehmen und durch die Gegend tragen wollen, denn das ist auch ohne weiteres möglich. Und wenn man das hier öffnet, dann sehen wir hier quasi ein zweistufiges Prinzip. Erstmal haben wir hier ein Material, das wasserabweisend ist, das auch kein Wasser für lange Zeit durchlassen sollte. Und hier auf der Unterseite präsentiert sich dann jetzt ein Reflektorstreifen, der einmal komplett rumgeht. Hier an der Außenseite ist dann nochmal eine kleine Tasche für Kleinkram, den man dann verstauen kann. Und auch hier ist der Reißverschluss ganz gut abgedichtet. Wenn man größere Dinge zu transportieren hat, dann hat man hier diese große Tasche, die man auch so geöffnet halten kann. Man kann die auch hier mit einem Klettverschluss einfach hier oben schließen und dann hat man einfach eine sehr, sehr hohe Tasche. Die kann man dann aber auch hier so ein bisschen einklappen und die dann hier mit den Schnappverschlüssen wieder schließen. Und dann ist die auch relativ schmal und trägt nicht stark auf. Und auf der Innenseite sehen wir dann hier noch so Netztaschen, wo sich weiterer Kleinkram verstauen lässt, der nicht in dieser großen Tasche hin und her fliegen soll. Und im Alltag wird man das dann tendenziell hier so ein bisschen einklappen, ein bisschen umstülpen, falls man auch mal Beladung hat, die hier offen sein kann, wenn man ganz hohe Gegenstände hat, die man eventuell noch hier oben dann verzurren möchte. Und hier ist jetzt ein Staubsauger drin. Das sieht ja nicht aus hier. Und hier drin haben wir dann einen festen Ladeboden. Diese Tasche funktioniert also auch ohne diese optionalen Fußleisten. Man kann also einfach die Rucksäcke der Kinder hier reinschmeißen, alle möglichen Einkäufe. Und dann schließt man die Tasche, lässt sie zuschnappen und kann dann auch noch das hier verstellen, je nachdem, wie eng man das Ganze denn haben möchte. Und dann bietet das LT auch noch ein Feature, mit dem man das sehr platzsparend parken kann. Denn man kann nicht nur diesen guten Ständer hier verwenden, sondern man kann das ganze Rad auch auf die Hinterbeine stellen. Denn hier auf der Rückseite des Gepäckträgers sind so 4 Füße mit den optionalen Trittbrettern, mit denen man das Rad dann einfach hinten drauf stellen kann, platzsparend parken kann und das ist auch auf jeden Fall aufsehenerregend, wenn man sein Rad einfach mal so auf die Hinterbeine stellt. Außerdem kommt man dann auch gut hier so an kleine Details an, wie zum Beispiel die Aufkleber, die ich vergessen habe abzunehmen. Und man kann das Rad ganz einfach putzen. Auf jeden Fall könnt ihr sehen, 2 gelungene Gepäckträger. Besonders der hintere bietet natürlich einiges an Features und einiges an Zubehör. Nicht nur hier diesen Bügel kann man hier drauf bauen, aber das werde ich euch im zweiten Video einmal zeigen. Und das Coole ist natürlich auch hier so ein richtiges Party-Feature. Und wir stellen uns das wieder richtig hin und drehen eine Runde. So, Fahreindruck. Hier hinten sitzen jetzt 2 meiner treuesten und ältesten Mitarbeiter drauf, die Säcke. Und zwar Sack 1 und Sack 2, zusammen etwa 40 Kilogramm Gewicht. Und ihr könnt auch hier sehen, die Eurobox sitzt hier richtig gut drin. Und man könnte, wenn man eine höhere Eurobox hat und den Sattel hier recht weit oben hat, kann man auch noch die Eurobox weiter hinten hinstellen. Hier sind noch gute 10 cm Platz, also durchaus noch ein bisschen Möglichkeiten, auch noch eventuell eine Tasche oder ähnliches hinter oder vor die Eurobox zu setzen. Ich nehme das halt mal vom Ständer runter. Das gelingt auch bei größerer Beladung relativ einfach. Und wir legen los.
Wir sind jetzt im kleinsten Gang, checken natürlich auch die Übersetzung. Größte Unterstützungsstufe und es geht los. Viele Gänge zum Durchschalten und zack 25 km/h. Also der Motor, der EP8, der macht so ein malendes Geräusch, das vielleicht erstmal ungewohnt ist, aber so klingt er halt. Der Motor schiebt ganz gut an. Er schiebt vielleicht nicht ganz so feinfühlig an, wie das ein Bosch-Motor macht oder ein Brose-Motor, aber das ist schon ganz amtlich und diese 85 Newtonmeter, die kriegt man auch wirklich mit. Jetzt sind wir am Jerusalemsberg, natürlich wieder unser Klettertest an einer der stärksten Steigungen, die wir hier in Norddeutschland haben. Und es geht mal los. Kleiner Gang, nicht zu viel Druck aufs Pedal. Und was zuerst mal hier bei der Link-Light-Schaltung auch auffällt, die Gänge schalten sehr sanft durch. Und das war ja das Ziel von Shimano bei der Link-Light, dass man eben dass die Gänge nicht so reinballern, dass man auch, wenn man Druck aufs Pedal gibt, dass man dann eine richtig gute Schaltperformance hat. Müssen wir runterschalten jetzt und die Gänge schalten wirklich sehr sauber durch. 16, 17 km/h. Also man merkt, das Fahrrad ist schon schwer, der Motor hat aber überhaupt keine Probleme. Ich kann sehr sanft treten und zack, sind wir hier oben. Also es bewegt sich alles in dem Bereich, wo ja, Cargo-Bikes mit starken Motoren einfach langfahren. Und diese 85 Newtonmeter, die merkt man halt gerade im unteren Bereich durch diesen Cargo-Motor, durch diese Abstimmung. Und auch mit so einem schweren Fahrrad und einem zugegebenermaßen recht schweren Fahrer geht das ganz gut voran. Über solche Unebenheiten merkt man, dass die Box ein bisschen hüpft hinten, obwohl ich die ja fachgerecht verstaut habe. Aber das sorgt nicht dafür, dass das ganze Fahrrad sich irgendwie aufschaukelt oder irgendwelche Faxen macht. Also neigen uns jetzt mal so ein bisschen rein. Das Fahrrad vermittelt nicht unbedingt eine Sportlichkeit, aber eher ein sehr gutmütiges Fahrverhalten. Man kann schnell irgendwie einlenken, aber durch diese Sitzposition und diesen Mustache-Lenker, diesen sehr stark gebogenen Lenker, ist es halt auch ja, gemütlich und eher beruhigend, denn anregend, wenn ich es mal so sagen darf. Und wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen am Lenker wackel, dann schaukelt sich die Last hinten auch nicht sonderlich stark auf. Und auch der Rahmen, der wirkt sehr stabil. Da flattert nichts auf, da zittert nichts im gesamten Rahmen, sondern das ist alles fest. Der gute alte Bremstest aus 25 km/h. Wir bremsen da vorne bei dem Halten verboten Schild auf 0 und das Hinterrad ist ein bisschen gerutscht, das ist mir aufgefallen. Das Rad ist 2,5 Meter lang. Das sind jetzt noch so gute 60, 70 Zentimeter. Also die Bremse ist gut, obwohl hinten jetzt so viel Belastung drauf ist. Vom Bremsgefühl her kann man sagen, dass die Bremse sich sehr gut dosieren lässt. Also das Gefühl ist gut, man hört, man kriegt richtig mit, wenn die Bremsbeläge auf die Bremsscheibe kommen und kann dann dementsprechend auch die Handkraft gut einsetzen, um eben mal stärker oder mal weniger stark zu bremsen. So, jetzt sind wir hier Offroad unterwegs. Ein kleiner Park. Gucken jetzt mal, wie wir hier um die Ecke kommen. Das gelingt gut. Also hier bei solchen scharfen Kurven muss man natürlich langsamer werden und ich habe halt das Problem durch meine Größe. Durch diesen Mustache-Lenker komme ich bei engen Kurven an den Lenker mit dem Knie. Wenn man den Lenker loslässt, dann passiert erstmal nichts, außer dass das Rad nach rechts kippt, weil ich natürlich jetzt das schwer beladen habe und die Kamera da hinten dran hängt. Aber kein Geflatter. Und das ist diesem Lenkwinkel einfach zu verdanken. Wir haben einen flachen Lenkwinkel, das heißt, das Vorderrad ist deutlich weiter vorne, als hier man hinten lenkt. Und somit kommt auch eine große Sicherheit zustande. Man ist vielleicht nicht so agil, vielleicht nicht so eng in Kurven, vielleicht nicht so auf Zack, aber dafür vermittelt das Rad sehr viel Sicherheit bei geraden und bei längeren Kurven. Jetzt haben wir ein leichtes Kopfsteinpflaster und ihr könnt hören, die Box hinten rumpelt auf den Gepäckträger ein bisschen rum. Das ist normal. Die Reifen haben zwar einen guten Durchmesser, sind angemessen aufgepumpt, aber trotzdem
können Sie natürlich nicht jede Unebenheit wegschlucken. Aber ich finde, es rollt hier gerade sehr sanft drüber ab, obwohl es sich ja hier um einen Alurahmen handelt. In vielen urbanen Räumen wird es ja teilweise doch mal etwas enger. Ja, der Motor, der bringt einen sehr gut über solche Dinge auch rüber. Klasse Schaltung. Die 10 Gänge sind auch gut. Von der Bandbreite der Kassette habe ich das Gefühl, dass man die unteren 5 Gänge eigentlich gar nicht richtig braucht. Ich bewege mich in der Regel zwischen Gang 5 und Gang 10. Die unteren Gänge, die sind wirklich nur dann notwendig, wenn man wirklich starke Steigungen hat. Das ist mein Fahreindruck. Und jetzt gehen wir zurück zu Präsentationstillmann und den Preisen. Die Reihe der Deuce Longtails startet mit dem LTM, also dem manuellen ohne Motor, ab einem Preis von 2.400 €. Wenn ihr eins mit E-Motor haben wollt, dann mit dem Bafang Hecknabenmotor, müsst ihr mindestens 3.690 € in die Hand nehmen. Für das Deuce LT mit Shimano-Motor müsst ihr mindestens 4.690 € in die Hand nehmen. Und in dieser Version, also mit dem Frontgepäckträger, mit diesem großen Bügel hier, mit dem Sitzpolster, mit den Seitentaschen und den Fußleisten, kommt es auf einen Preis von 5.372 € für dieses Testbike. Wenn ein Hersteller, der sich mit einem Konzept etabliert hat, plötzlich mit einem völlig anderen Konzept auf den Markt kommt, dann fragt man sich vielleicht, warum eigentlich? Warum baut Deuce jetzt plötzlich auch Longtails? Aber das ist eine Beobachtung, die ich in den letzten Monaten und Jahren ja auch immer mehr gemacht habe. Es kommen immer mehr Longtails in den verschiedensten Ausführungen mit den verschiedensten Ideen auf den Markt, weil ein Longtail einfach ein Rad ist, das sich noch viel länger mit der Familie anpassen lässt, als es bei einem Long John der Fall ist. Also ein Longtail im Portfolio zu haben, macht für einen Cargo-Bike-Hersteller definitiv Sinn und Deuce macht auch von vornherein sehr viel richtig. Und jetzt seid ihr dran. Sagt doch mal unten in den Kommentaren, was wir in den nächsten Wochen mit diesem Rad so erleben sollen, damit wir das so gut wie möglich testen können. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.